Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt hier bei Muli am Stand, den Kompakt-Lastenrad-Pionieren aus Köln. Und hier gibt es einige Highlights zu bestaunen. Neben mir ist der Felix. Hey Felix, hi, alles fit? Alles gut, alles gut. Er wird uns heute durch die Muli-Highlights führen. Und ich würde mal sagen, das allererste offensichtliche Highlight ist euer Stand, der mal wieder sehr fancy ist und auch ein besonderes Konzept hat, oder? Es freut mich, dass du das so wahrnimmst. Ja, definitiv. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir uns präsentieren. Wichtig ist natürlich, dass wir uns optisch, visuell ansprechend präsentieren. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Standkonzept ist komplett auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wir haben natürlich wieder auf unnötigen Messeteppich verzichtet, haben unsere Möbel selbst gebaut in der Metallverarbeitung bei uns in der Muli Factory in Köln und verwenden Stoffe, die auch bei uns in Köln dann einer zweiten Verwendung im Showroom zugeführt werden. Und ich glaube und hoffe, dass es euch gefällt und man auch sieht, dass wir uns ein bisschen Gedanken über unseren Auftritt gemacht haben. Ja, genau. Ihr habt euch Gedanken gemacht, ihr habt es alles so ein bisschen versteckt. Ja. Was hat es mit dem Motto auf sich? Genau, wir haben recht provokant "The best is invisible" an den Stand außen geschrieben. Man könnte meinen, das ist auf unsere Bikes bezogen. Ist es aber eigentlich gar nicht, weil für uns ist das Beste eigentlich das, was man nicht sehen kann. Und das sind unsere Produktionsbedingungen und die lokale Herstellung von Fahrradrahmen in Deutschland und unser komplett auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Ansatz. Ihr produziert komplett in Deutschland. Wir produzieren komplett in Deutschland und genau, wir sind Fahrradhersteller im eigentlichen Sinne und für uns ist das Herzstück von jedem Fahrrad der Fahrradrahmen und den stellen wir selbst bei uns in Köln her. Wir sind hier bei unserer ersten großen Messeneuheit. Man könnte denken, ein komplett neues Muli. Das ist es aber eigentlich gar nicht. Das ist ein neuer Aufbau, der ausgerichtet ist für die gewerbliche Nutzung. Der gleiche Muli-Rahmen, das gleiche Fahrrad. Und das Ganze heißt Muli Box, wird ab Januar 2025 erhältlich sein. Und wir bringen das Muli mit diesem neuen Aufbau von 100 Liter Ladevolumen und dem faltbaren Korb auf bis zu 400 Liter Ladevolumen. Genau, die sehr flexibel nutzbar sind. Wir haben uns für einen multimodalen, multifunktionalen, flexiblen Ansatz entschieden, haben zwei Ebenen, unten eine untere Ebene, quasi wie ein Kofferraum, der abschließbar ist, von beiden Seiten zugänglich. Eine Eurobox 40×60 passt problemlos rein. Eine schöne Arbeitsfläche, die wir noch haben, sehr stabil und oben eben eine riesige Plattform mit Raum für jede Menge individuelle Lösungen. Euroboxen, Sustainer, große Aluminiumboxen, passt alles drauf. Airline-Schienen zum Befestigen. Sehr cool. Ja, für die gewerbliche Nutzung hast du gesagt. Ich sehe es aber auch so ein bisschen so bei, weiß ich nicht, Singles oder halt Leuten, die eben keine Familie transportieren müssen mit ihrem Lastenrad. Absolut, so definieren wir das Ganze auf jeden Fall auch. Deswegen wird es auch nachrüstbar sein. Familienverhältnisse verändern sich. Cool. Wenn die Kinder aus dem Muli-Korb rausgewachsen sind, kann man auch umrüsten oder nachrüsten. Das Modul ist kompatibel mit allen Muli-Modellen. Mega cool. Ja, dieses Muli kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr schon als Prototyp gesehen. Ja. Und jetzt ist es erhältlich? Ja, genau. Das ist das Muli Motor EU, letztes Jahr als Prototyp. Jetzt sind wir startklar für die Serie. Ein ganz besonderes Projekt für uns, ein Herzensprojekt, wenn man es so nehmen will. Denn wir haben versucht, ein Cargo-Bike zu bauen, was zum größten Teil aus Komponenten, nicht nur aus dem Rahmen besteht, der lokal hergestellt wird, wie bei allen unseren Rädern, sondern auch aus Komponenten, die in der Europäischen Union gefertigt werden. Das ist uns zu einem großen Teil gelungen. 90% aller Komponenten an dem Bike kommen aus der EU. Die Pedale, die Reifen von Schwalbe, was aber auch ein sehr nachhaltiges Produkt ist, und der Vorbauadapter sind die einzigen Parts an dem Bike, die außerhalb von Europa gefertigt werden. Ansonsten kann man wirklich sagen, dass es eines der nachhaltigsten Fahrräder ist, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und das ist für uns ein Riesenprojekt, wo 2 Jahre Entwicklungsarbeit reingeflossen sind und wo wir als Firma sehr viel von gelernt haben. Cool. Erhältlich ab November im Fachhandel. Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht. Highlights von den Bikes sind natürlich der Bosch-Motor, das erste Muli mit Bosch-Motor und die 3X3-Narbe, von der wir auch sehr begeistert sind, made in Germany. Ja, ist ein super Fahrrad geworden, macht Spaß. Also nicht nur das nachhaltigste, sondern auch ein bisschen so das Topmodell unter den Mulis oder am hochwertigsten ausgestattet? Das kann man so sagen. Ja, sehr cool. Wo liegen wir da preislich ungefähr? 6.850 €. Genau.
Wir sind beim letzten Highlight angelangt. Was gibt es hier an dem Muli zu sehen? Ja, wir haben natürlich auch im Zubehörbereich ein bisschen nachgelegt und haben spannende Sachen mitgebracht. Das Highlight ist auf jeden Fall der neue Maxi-Cosi-Adapter, auf den ganz viele Menschen schon ganz lange warten. Endlich verfügbar. Wir haben eine eigene coole Lösung entwickelt, die kompatibel mit unserem Klappkorb ist, mit Fitlock ausgestattet, werkzeuglos, abnehmbar, und der Korb kann nach wie vor klappen, auch mit montierten Babysitz. Sehr gut, sehr cool. Kann man also quasi vorne das kleine Kind und vielleicht hinten auf dem Gepäckträger noch das große? Ganz genau. Ganz genau. Dazu kommen noch so ein paar Kleinigkeiten. Wir haben eine schöne Frameback für das Muli entwickelt. Wir haben eine Food Pouch, so ein bisschen mit Textilien rumgespielt und auch die Nutzbarkeit des Mulis noch ein bisschen erweitert an der Stelle. Vielen Dank, Felix, fürs Herumführen. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Messe. Sagst vielleicht noch mal gerade, wo ihr euch hier befindet mit eurem Stand? Genau, wir sind zu finden in Halle 8 in der Cargo Area, Stand B28, und farbenfroh schon von Weitem zu erkennen, denke ich. Wir freuen uns auf euren Besuch. Sehr gut, kommt vorbei. Und wenn ihr noch mehr Infos zu den gezeigten Neuheiten sehen wollt, findet ihr die im Artikel zum Video. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut und nehmt's Rad.